nehmen euch mit quer durch das französische Jura, vom Lac Saint-Ouen hinauf zum Col de la Faucille, wo uns ein grandioser Blick auf die Schweizer Alpen erwartet. Eigentlich sind wir auf dem Weg zur Route des Grands Alpes, doch wir haben es nicht eilig und nähern uns ihr nur in kurzen Etappen, mit einem besonderen Zwischenstopp, bevor es dann wirklich in die Berge geht. Auf diese Art lernen wir zum ersten Mal das französische Jura kennen und sind schon während der Durchfahrt spontan begeistert von der schönen, überraschend vielfältigen Landschaft. Sanfte Hügel, dann wieder ein erstaunlicher Weitblick, kleine idyllische Dörfer und überall Tiere auf den Weiden. Tiere werden uns an diesem Tag allerdings noch ausbremsen, aber das ahnen wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Erstmal führt uns der Weg durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Etwa 80 Kilometer sind wir quer durch die Region gefahren, immer an der französischen Grenze entlang, auf manchen Abschnitten sogar direkt parallel und in Sichtweite zur Schweiz. Unterwegs entdecken wir Hinweistafeln zu Schluchten, Höhlen und Wasserfällen. Diese Region scheint in der Natur erstaunlich viel Sehenswertes zu bieten. Ein guter Grund, irgendwann wiederzukommen. Die Umgebung strahlt eine angenehme Ruhe aus. Hier scheint der Alltag noch ein Stück ursprünglicher zu sein, weniger touristisch. Es wirkt nach echter Erholung und wohltuender Gelassenheit. Nach Morée geht es hinauf auf gut 1300 Meter bis zum großen Parkplatz am Col de la Faucille. Mitte September wirkt der Parkplatz beinahe wie ausgestorben. Neben der Seilbahn gibt es hier zwar einige Aktivitäten wie einen Hochseilgarten, eine Sommerrodelbahn und mehrere Essensstände und Restaurants, doch während unseres Aufenthalts war all das geschlossen. Trotzdem gibt es einen sehr guten Grund für einen Zwischenstopp hier oben im Gebirge. Für den schnüren wir die Wanderschuhe und gehen los.
Nicht so einfach hier mit Hund. Da steht eindeutig, dass Hunde vom 1. Juni bis 30. September verboten sind, weil hier die Schäfer mit ihren Hunden unterwegs sind. Hier steht allerdings, Hunde sind toleriert. Aber wir wollen natürlich kein Risiko eingehen. Scheinbar können wir das erste Stück noch gehen, also gehen wir zum ersten Aussichtspunkt und nicht so weit, wie es ursprünglich geplant war. Da sind wir schon wieder ganz schön hoch. Und wie wir inzwischen erfahren haben, ist auf dieser Strecke hier erstmal bis zum Petit Moron keine Gefahr mit den Patronus. Und selbst danach könnten wir weitergehen, weil die hinter einer Barriere sind. Interessant, hier gibt es eine Gondel mit Sessellift im Wechsel. Den Weg hoch führen viele solcher Treppenstufen. Hammer. Blick auf den Genfer See und zum Mont Blanc, der sich irgendwo da hinten in den Wolken versteckt. Irgendwo rechts, mitten in der Bergkette, befindet sich das Aostatal, eine kleine, feine Region in Italien, die wir vor 2 Jahren erkundet haben. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir diese Aussicht schon hier genießen dürfen. Eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass wir dafür bis zum 2. Aussichtspunkt wandern müssen, aber so wie es aussieht, werden wir den mit Hund zu dieser Zeit nicht erreichen. Vor uns also der beeindruckende Blick auf den Genfer See. Da unten an einer Straße entlang verläuft die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Im Hintergrund blicken wir auf die grandiose Alpenkulisse. Kennt ihr das Gefühl, wenn man im Winter oben auf so einem Schneeberg steht und auf unendlich viele weiße Bergspitzen guckt? Für mich ist das ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Das kann man nicht erklären, das muss man wirklich selbst erlebt haben. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Es ist uns wirklich schwer gefallen, uns von diesem Anblick wieder loszureißen. Auch wenn es windig und ungemütlich war, die Weitsicht war nicht perfekt, trotzdem gab es so viel zu sehen und zu beobachten, zum Beispiel startende und landende Flugzeuge in Genf. Da hinter dem See verläuft die Grenze zur Schweiz, hier irgendwo so lang und dann ganz gerade am Flughafen von Genf entlang. Mitte September und hier ist alles geschlossen. Auch der Lift fährt wahrscheinlich nicht, der ist immer mal wieder ein paar Meter gefahren, aber wahrscheinlich sind da Wartungsarbeiten. Hier können wir uns nochmal über die Hütehunde informieren. Da sind wir gestartet. Hier sind wir jetzt. Alles Gebiet, was okay ist. Und dieses rote Gebiet da sind überall die Hütehunde. Da müssen wir uns fernhalten, wir mit Hund. Wir nur als Fußgänger könnten da lang gehen und müssten nur etwas vorsichtig sein. Ich schätze, da hinten wäre unser zweites Ziel gewesen. Was holen die beiden da aus dem Zauberkasten? Eine Frisbee. Und hier wieder her. Ja. Und innerhalb kürzester Zeit ist draußen nichts mehr zu sehen und wir sind mitten in den Wolken. Selbst mit Schlaubi-Brille kann man nichts sehen. Weiter geht die Fahrt zum nächsten Ziel, Annecy. Ob wir es dieses Mal schaffen, dort anzukommen und vor allem einen Parkplatz zu bekommen? Wir werden berichten. Ein paar Infos noch zu diesem Parkplatz. Es gibt ausgewiesene Wohnmobilstellplätze, es gibt kein Übernachtungsverbotsschild und auf dem Weg zur Ausfahrt gibt es sogar eine Fähr- und Entsorgungsmöglichkeit. Wir finden das prima und sagen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Platz. Und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn euch interessiert, wie die Reise weitergeht. Und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ihr meint, es könnte auch für andere informativ sein. Wir sagen bis bald, schöne Grüße
Kerstin und Olli.